Die Saat des Überfalls. Der lange Winter. Der Winter war lang und unbarmherzig gewesen. In den tiefen Fjorden Norwegens, wo die steilen, schneebedeckten Klippen das Sonnenlicht für Monate verschluckten, hatte der Hunger an den Türen der Langhäuser gekratzt. Die Vorräte an getrocknetem Fisch und gepökeltem Fleisch waren zur Neige gegangen, das Korn in den Speichern war knapp bemessen und das Vieh war mager geworden. In solchen Zeiten, wenn die Welt in Eis und Stille erstarrt schien, wurden die Gedanken der Nordmänner unruhig. Es war eine Zeit, in der alte Männer von vergangenen Heldentaten erzählten und junge Männer von der Möglichkeit träumten, ihre eigenen zu schmieden. In der Siedlung am Rande des Hardangerfjords saß ein Mann namens Björn Eisenhand vor dem Feuer seines Langhauses und starrte in die tanzenden Flammen. Sein Gesicht war eine Landkarte von Narben und von der salzigen Seeluft gegerbten Falten. Seine Augen hatten die kalte, klare Farbe des Fjordwassers im Winter. Björn war ein Jarl, ein Häuptling, dessen Ansehen auf dem Erfolg seiner vergangenen Fahrten beruhte. Doch Ansehen war eine flüchtige Währung. Es musste ständig erneuert werden, mit Silber, mit Ruhm und mit der Treue seiner Männer. Und Treue, das wusste Björn, wurde am besten mit vollen Mägen und schweren Beuteln gesichert. Der Gedanke an einen neuen Raubzug war keine plötzliche Eingebung, sondern ein langsam reifender Plan, der in den langen, dunklen Nächten des Winters Form angenommen hatte. Händler, die aus dem Süden zurückgekehrt waren, hatten geflüstert. Sie sprachen von den reichen Klöstern im Land der Angeln, von goldenen Kreuzen und silbernen Kelchen, die unbewacht in Steinkirchen standen. Sie sprachen von fruchtbarem Land und von Königen, deren Armeen langsam und unorganisiert waren. Dieses Flüstern war wie ein Samen, der in den fruchtbaren Boden der Not und des Ehrgeizes fiel. Das Thing, die Versammlung der Freien. An einem Tag, als der Schnee endlich zu schmelzen begann und das erste Grün an den Hängen sichtbar wurde, ließ Björn das Horn blasen. Es war der Ruf zum Thing, der Versammlung aller freien Männer der Gemeinschaft. Das Thing war das Herz der wikingerzeitlichen Gesellschaft, ein Ort, an dem Gesetze gesprochen, Streitigkeiten geschlichtet und, was am wichtigsten war, große Unternehmungen beschlossen wurden. Die Männer versammelten sich auf einem flachen Hügel über dem Fjord, ihre Atemwolken stiegen in der kalten Frühlingsluft auf. Es waren Bauern, Fischer, Handwerker, Karls, wie die freien Männer genannt wurden. Sie alle waren auch Krieger, Männer, die wussten, wie man eine Axt schwingt und einen Schild hält. Sie setzten sich im Kreis, ihre Speere stießen sie vor sich in den Boden. In die Mitte trat Björn Eisenhand. Seine Stimme war nicht laut, aber sie trug eine Autorität, die jeden zum Schweigen brachte. Er sprach nicht von Hunger oder Not, er sprach von Möglichkeiten. Der Winter hat uns geprüft, begann er, seine Augen wanderten über die Gesichter der Versammelten. Aber Odin prüft die Starken, um sie auf die Probe zu stellen. Nun ist der Frühling gekommen und das Meer ruft. Im Westen, jenseits der Wellen, liegt das Land der Angeln. Ihre Götter sind schwach und ihre Männer sind langsam. Ihre Kirchen sind Schatzkammern, gefüllt mit dem Silber, das unsere Frauen schmücken und unsere Kinder ernähren wird. Er machte eine Pause und ließ seine Worte wirken. Ich habe ein Schiff, den Seedrachen, seetüchtig und schnell. Ich habe Männer, die mir folgen werden. Aber ein Schiff allein ist nur ein Tropfen im Ozean. Ich suche freie Männer, die bereit sind, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Männer, die nicht darauf warten wollen, dass der nächste Winter sie erneut prüft. Wer mit mir segelt, wird einen Anteil an der Beute erhalten, gerecht aufgeteilt nach Rang und Mut. Wer mit mir segelt, dessen Name wird in den Liedern der Skalden weiterleben. Wer bleibt, wird den Geschichten lauschen. Wer segelt, wird sie schreiben. Ein Murmeln ging durch die Menge. Es war ein riskantes Unterfangen. Jeder kannte Geschichten von Schiffen, die im Sturm untergingen, oder von Raubzügen, die in einem Blutbad endeten. Aber die Verlockung war größer.
Der Glanz von Silber, die Aussicht auf Ruhm und die Chance, dem harten Alltag zu entfliehen, waren mächtige Anreize. Ein alter, bärtiger Krieger namens Erik, der schon mit Björns Vater gesegelt war, erhob sich. »Ich bin dabei, Björn Eisenhand. Meine Axt dürstet nach fränkischem Stahl, aber englisches Silber wird ihren Durst ebenso stillen.« Sein Beispiel war das Signal. Einer nach dem anderen standen die Männer auf und stießen ihre Speere in den Boden, ein Zeichen ihrer Zustimmung. Junge Männer, deren Bärte kaum sprossen, sahen ihre Chance, sich einen Namen zu machen. Ältere, erfahrene Krieger sahen die Notwendigkeit, ihre Familien zu versorgen. Am Ende des Things hatte Björn eine Mannschaft von über 60 Männern für sein Langschiff und die Zusage von 2 weiteren kleineren Schiffseignern, sich ihm anzuschließen. Die Flotte würde klein sein, aber schnell und tödlich. Die Vorbereitung: Holz, Teer und Stahl. Nun begann die fieberhafte Zeit der Vorbereitung. Der Raubzug war nicht nur eine Frage des Mutes, sondern vor allem eine Frage der Logistik. Erstes: das Schiff Langskipp. Das Herzstück jeder Expedition war das Langschiff. Björns Seedrache wurde aus seinem winterlichen Schutz an Land gezogen und an die Wasserlinie gebracht. Das Schiff war ein Meisterwerk der Schiffbaukunst. Seine Klinkerbauweise, bei der die Eichenplanken sich überlappten und mit Eisennieten zusammengehalten wurden, verlieh dem Rumpf eine unglaubliche Flexibilität. Es ritt auf den Wellen, anstatt durch sie zu brechen, was es extrem seetüchtig machte. Sein geringer Tiefgang war seine größte Waffe. Es konnte Flüsse hinauffahren und an fast jedem flachen Strand landen, was den Wikingern den entscheidenden Überraschungsvorteil verschaffte. Wochenlang arbeiteten die Männer am Schiff. Der Rumpf wurde sorgfältig auf Schäden untersucht. Jede lose Niete wurde nachgezogen. Die Fugen zwischen den Planken wurden neu mit Teer und Werg, tierischen Haaren oder Moos, abgedichtet, um das Schiff wasserdicht zu machen. Das große quadratische Wollsegel wurde geflickt und die Taue aus Walrosshaut wurden auf ihre Festigkeit geprüft. Der kunstvoll geschnitzte Drachenkopf, der normalerweise nur vor einem Überfall am Bug befestigt wurde, um die Geister des Landes zu erschrecken, wurde frisch bemalt. Zweite: die Waffen, VPN. Während die einen am Schiff arbeiteten, kümmerten sich die anderen um ihre persönliche Ausrüstung. Jeder Wikinger war für seine eigenen Waffen verantwortlich, und diese waren oft sein kostbarster Besitz. Der Speer, Spjot, die häufigste Waffe. Fast jeder Mann besaß einen Speer mit einem langen Eschenschaft und einer eisernen Spitze. Er war vielseitig einsetzbar, zum Werfen aus der Ferne und zum Stoßen in der gefürchteten Schildmauer. Die Axt, Öks, die ikonische Waffe. Von der kleineren, einhändigen Wurfaxt bis zur furchterregenden Skegöks, Bartaxt. Der Bart, der untere Haken der Klinge, war eine teuflische Erfindung, um den Rand eines Schildes herunterzureißen oder einen Gegner am Bein zu haken. Der Schild, Skjöldur, der runde Schild aus Lindenholz mit Rohhaut überzogen und einem eisernen Schildbuckel in der Mitte, war ebenso eine Waffe wie ein Schutz. Im Nahkampf wurde der schwere Buckel als tödliche Waffe eingesetzt, um einem Gegner das Gesicht zu zerschmettern. Der Sax, Skrammer Sax. Ein langes, einschneidiges Messer, das jeder Krieger trug. Es war die Waffe für den schmutzigen, verzweifelten Kampf im Gedränge. Das Schwert, Sverd. Nur die reichsten Anführer wie Björn konnten sich ein zweischneidiges Schwert leisten. Es war ein Statussymbol, oft kunstvoll verziert und von Generation zu Generation weiter vererbt. Björns Schwert hatte eine damaszierte Klinge, deren Muster wie gefrorenes Wasser aussahen, schön und tödlich. Die Männer verbrachten Stunden damit, ihre Klingen an Wetzsteinen zu schärfen, bis sie mühelos ein Haar spalten konnten. Kettenhemden wurden auf rostige Ringe überprüft, Helme aus Leder und Eisen wurden repariert. Dritte: die Vorräte, Fornesti. Die Reise über die Nordsee würde Tage, vielleicht Wochen dauern. Die Vorräte mussten sorgfältig geplant werden. Harte Laibe aus Roggenbrot,
Fässer mit gepökeltem Schweinefleisch und getrocknetem Dorsch, Stockfisch, Säcke mit Nüssen und getrockneten Beeren wurden an Bord gebracht. Wasser wurde in Lederschläuchen verstaut und, was ebenso wichtig war, mehrere Fässer mit starkem Bier, das nicht nur den Durst löschte, sondern auch die Moral auf der langen, eintönigen Reise hochhielt. Das Ritual: ein Segen der Götter. Am Abend vor der Abreise versammelte sich die gesamte Gemeinschaft am Ufer. Ein Opfer wurde dargebracht. Ein großer Ziegenbock wurde zu einem Altarstein geführt, der den Göttern geweiht war. Björn selbst führte den Schnitt aus, sein Sachs durchschnitt die Kehle des Tieres mit einer schnellen, geübten Bewegung. Das Blut wurde in einer Schale aufgefangen und mit einem Tannenzweig auf die Männer, die Waffen und den Bug des Schiffes gesprengt. Es war ein Opfer für Thor, den Gott des Donners, für eine sichere Überfahrt und für Odin, den Allvater, für den Sieg in der Schlacht. Eine alte, weise Frau, eine Wölser, Seherin, trat vor. Ihre Augen waren trüb, als ob sie in eine andere Welt blickte. Sie murmelte Runen, warf sie auf ein weißes Tuch und deutete ihre Bedeutung. »Ich sehe Blut«, krächzte sie. »Ich sehe Feuer. Ich sehe Silber, das schwerer wiegt als ein Mann. Aber ich sehe auch leere Plätze am Feuer, wenn ihr zurückkehrt. Das Meer wird seinen Tribut fordern und der Stahl wird seinen fordern. Aber der Name des Seedrachen wird mit Furcht und Respekt geflüstert werden.« Ihre Worte hingen in der Luft, eine Mischung aus Verheißung und Warnung. Für die Wikinger war dies keine Abschreckung. Der Tod in der Schlacht war ein ehrenvoller Tod, ein mögliches Ticket nach Walhall. Die leeren Plätze waren der Preis des Ruhms, das Auslaufen. Der Drache erwacht. Im ersten Licht des nächsten Morgens war es soweit. Die Familien versammelten sich am Ufer, um Abschied zu nehmen. Es war ein stiller, feierlicher Moment. Frauen übergaben ihren Männern letzte Amulette, Kinder umklammerten die Beine ihrer Väter. Es gab keine Tränen, nur eine ernste Entschlossenheit. Die Männer bestiegen die Schiffe. Sie nahmen ihre Plätze an den Ruderbänken ein. Björn Eisenhand stand am Steuerbord, seine Hand auf der Ruderpinne. Auf sein Kommando hin stießen die Männer die Schiffe vom Ufer ab. Die Ruder tauchten im Gleichklang ins kalte Wasser des Fjords und trieben die Schiffe langsam hinaus auf die offene See. Als sie die schützende Bucht verließen und der Wind das große, rot-weiß gestreifte Segel erfasste, spürte man eine Veränderung. Das Schiff, das am Ufer noch schwerfällig gewirkt hatte, erwachte zum Leben. Der Seedrache neigte sich leicht zur Seite und begann, schnell und elegant durch die Wellen zu schneiden. Die Männer an Bord blickten nicht zurück. Ihre Augen waren auf den Horizont gerichtet, auf das Versprechen von Abenteuer, Reichtum und Unsterblichkeit. Die erste Phase des Überfalls war abgeschlossen. Der Plan war geschmiedet, die Mannschaft versammelt, das Schiff bereit. Nun begann die gefährlichste Phase. Die Überquerung des unbarmherzigen Nordseegrabes, ein Reich der Stürme und des Ungewissen, das zwischen ihnen und ihrem Ziel lag. Teil 2: Die Überquerung des Meeres, im Griff von Wind und Wellen. Die Realität auf See, Salz, Schweiß und Monotonie. Sobald die vertrauten Umrisse des heimatlichen Fjords hinter dem Horizont verschwanden, änderte sich der Charakter der Expedition grundlegend. Der anfängliche Überschwang der Abreise wich der harten, unerbittlichen Realität des Lebens auf der offenen Nordsee. Das Langschiff, der Seedrache, war zwar ein Meisterwerk der Schiffbaukunst, aber es war kein komfortables Reiseschiff. Es war im Wesentlichen ein offenes, langes Boot, das seinen Insassen kaum Schutz vor den Elementen bot. Das Leben an Bord wurde zu einer unaufhörlichen Abfolge von Wachen, Rudern und Warten. Die Männer schliefen in Schichten in ihren Fell- und Lederschlafsäcken, hutfatt, eng aneinandergedrängt zwischen den Ruderbänken und den Kisten mit Vorräten, um sich gegenseitig zu wärmen. Es gab keine Kabinen, keine Kajüten, kein Dach über dem Kopf. Wenn es regnete, wurden sie nass. Wenn die Gischt über die Bordwand schlug, wurden sie nass.
Das allgegenwärtige Salz brannte auf ihrer Haut und in ihren Augen und machte das Trinken des rationierten Süßwassers zu einem kostbaren Luxus. Der Geruch an Bord war eine erdrückende Mischung. Der scharfe Gestank von nassem Wollstoff, Teer und ungewaschenen Körpern, vermischt mit dem durchdringenden Aroma von getrocknetem Fisch und dem säuerlichen Hauch von verschüttetem Bier. Die Tage waren geprägt von Monotonie. Wenn der Wind günstig stand und das große Segel den Drachen vorwärts trieb, hatten die Männer Zeit. Sie flickten ihre Ausrüstung, spielten Brettspiele wie Nefertafel auf improvisierten Brettern, die in Holzkisten geritzt waren, oder lauschten den alten Geschichten. Erik, der Veteran, erzählte Sagen von den Göttern, von Thors Kampf mit der Midgardschlange und Odins Suche nach Weisheit. Diese Geschichten waren mehr als nur Unterhaltung. Sie waren das kulturelle Band, das sie verband, eine Erinnerung an ihre Identität und den Grund, warum sie diese Strapazen auf sich nahmen. Wenn der Wind jedoch einschlief, was auf der Nordsee oft geschah, begann die wahre Arbeit. Auf Björns Kommando wurden die schweren Eichenruder ausgefahren. Das rhythmische Ächzen der Riemen in den Dollen und das Grunzen der Männer wurden zum Herzschlag des Schiffes. Stundenlang zogen sie an den Rudern, ihre Muskeln brannten, ihr Schweiß vermischte sich mit der salzigen Gischt. Es war eine zermürbende, seelenlose Arbeit, die die Stärke und Ausdauer jedes Einzelnen auf die Probe stellte. Die Kunst der Navigation, dem Kurs der Raben, folgen. Die vielleicht beeindruckendste Leistung der Wikinger war ihre Fähigkeit, über das offene Meer zu navigieren, ohne die Hilfe von Kompassen oder modernen Instrumenten. Ihre Navigation war eine komplexe Kunst, eine Mischung aus Beobachtung, Erfahrung und einem tiefen Verständnis für die Rhythmen der Natur. Björn Eisenhand war nicht nur ein Krieger, sondern auch ein meisterhafter Seemann. Seine Augen waren ständig in Bewegung, lasen die Zeichen des Meeres und des Himmels. Tagsüber war die Sonne ihr wichtigster Leitfaden. Mit einem einfachen Holzbrett mit konzentrischen Kreisen und einem Stift in der Mitte, einer Art Sonnenkompass, konnten sie auch bei bewölktem Himmel die Himmelsrichtungen bestimmen, solange die Sonne zumindest als heller Fleck sichtbar war. Wenn der Himmel jedoch vollständig bedeckt war, griffen sie auf andere Mittel zurück. Eine Legende, deren praktische Anwendung unter Historikern umstritten ist, aber fest im Mythos der Wikinger verankert ist, spricht vom Solarstein, dem Sonnenstein. Dies war vermutlich ein Kristall wie der Islandspat, der die Fähigkeit besitzt, polarisiertes Licht zu filtern. Indem man durch den Kristall blickte und ihn drehte, konnte man angeblich die genaue Position der Sonne auch durch eine dichte Wolkendecke hindurch bestimmen. Nachts war der Polarstern ihr unfehlbarer Anker am Himmel. Aber die Wikinger verließen sich nicht nur auf die Gestirne. Sie waren Meister der Naturbeobachtung. Vögel, bestimmte Seevögel, wie Tölpel oder Papageientaucher, entfernen sich nur eine bestimmte Distanz von der Küste, um zu fischen. Ihre Anwesenheit oder Abwesenheit war ein klarer Indikator für die Nähe zum Land. Wale. Die großen Walruten waren bekannt und verliefen oft parallel zu den Küstenlinien. Einem Wal zu folgen, konnte ein Schiff auf dem richtigen Kurs halten. Wellen und Dünung. Ein erfahrener Seemann wie Björn konnte aus der Form und Richtung der Dünung, der langen, gleichmäßigen Wellen des offenen Ozeans, Rückschlüsse auf ferne Wettersysteme oder die Nähe von großen Landmassen ziehen. Die Farbe des Wassers und Gerüche. Die Veränderung der Wasserfarbe von tiefblau zu grünlich und der Geruch von feuchter Erde oder Vegetation in der Luft waren untrügliche Zeichen, dass Land nahe war. Diese Navigation war keine exakte Wissenschaft. Man konnte leicht vom Kurs abkommen, ein Zustand, der als Havvilla bekannt war. Die Verwirrung und Orientierungslosigkeit, wenn man die Küste aus den Augen verlor. Es war eine ständige Herausforderung, die höchste Konzentration vom Schiffsführer und Vertrauen von der Mannschaft erforderte. Der Sturm, Thors Zorn. Am 4. Tag ihrer Reise geschah es. Der Himmel, der am Morgen noch strahlend blau gewesen war,
verdunkelte sich am Horizont zu einem unheilvollen, violetten Grau. Der Wind frischte auf, wurde böig und unberechenbar. Björn spürte die Veränderung in der Luft, den salzigen Geschmack, der schärfer war als zuvor. »Segel reffen«, brüllte er, und seine Stimme schnitt durch das Heulen des aufkommenden Windes. »Macht alles seefest!« Die Männer arbeiteten schnell und geübt. Das große Segel wurde teilweise eingeholt, um dem Sturm weniger Angriffsfläche zu bieten. Lose Gegenstände wurden verteut. Dann traf die erste Welle das Schiff. Es war keine normale Welle, sondern eine Wand aus kaltem, schwarzem Wasser, die mit der Wucht eines Rambocks gegen den Rumpf des Seedrachen krachte. Das Schiff ächzte und stöhnte unter dem Aufprall, aber sein flexibler Rumpf bog sich und gab nach, anstatt zu brechen. Eine Flut von eiskaltem Wasser schwappte über die Bordwand und durchnässte die Männer bis auf die Knochen. Die Welt verwandelte sich in ein Chaos aus heulendem Wind, tosenden Wellen und peitschendem Regen. Die See hob das Schiff auf den Gipfel einer monströsen Welle, nur um es im nächsten Moment in ein tiefes, schäumendes Tal stürzen zu lassen. »Lenzen«, schrie Björn. Die Männer griffen nach Holzschaufeln und Ledereimern und begannen das Wasser, das schneller ins Schiff zu fließen schien, als sie es hinausschaffen konnten, verzweifelt über Bord zu werfen. Es war ein Kampf ums Überleben. Am Steuerbord stand Björn, seine Beine fest gegen die Bordwand gestemmt, und kämpfte mit dem riesigen Steuerruder, um den Drachen mit dem Bug in die Wellen zu halten. Ein seitlicher Treffer einer dieser Wellen hätte das Schiff unweigerlich zum Kentern gebracht. Stundenlang tobte der Sturm. Die Dunkelheit war absolut, nur durch das unheimliche Leuchten der Blitze erhellt, die den Himmel zerrissen und das Meer in ein geisterhaftes, silbernes Licht tauchten. In diesen Momenten sahen die Männer die Gesichter ihrer Götter. Sie sahen den Zorn Thors in den Blitzen und hörten sein Donnern im Grollen des Himmels. Sie beteten, nicht mit gefalteten Händen, sondern mit der Arbeit ihrer Muskeln, mit ihrem unerschütterlichen Willen, nicht vom Meer verschluckt zu werden. Land in Sicht, das Ende der Reise, der Beginn des Krieges, so plötzlich wie er gekommen war, ließ der Sturm nach. Das Heulen des Windes wurde zu einem Wimmern, die riesigen Wellen zu einer langen, erschöpften Dünung. Als das erste graue Licht des Morgens den Horizont erhellte, sahen die Männer das Ausmaß ihrer Prüfung. Das Segel war zerrissen, eines der Ruder war gebrochen, aber der Rumpf hatte gehalten. Die Mannschaft war erschöpft, durchgefroren, und einige hatten leichte Verletzungen, aber alle waren am Leben. Sie hatten Thors Zorn überstanden. Sie trieben noch einen weiteren Tag auf dem unruhigen Meer, reparierten die Schäden so gut es ging. Am Morgen des 6. Tages, als die Sonne durch die Wolken brach, ertönte der Ruf vom Bug des Schiffes, auf den alle gewartet hatten. Ein junger Krieger namens Leif, der als Ausguck diente, rief mit heiserer Stimme: »Land! Land in Sicht!« Alle Köpfe wandten sich nach Westen. Zuerst war es nur ein dünner, dunkler Streifen am Horizont, kaum von einer Wolkenbank zu unterscheiden. Doch langsam wurde er deutlicher, wuchs und nahm die Form einer grünen und braunen Küstenlinie an. Es war England. Eine Veränderung ging durch die Männer. Die Erschöpfung der letzten Tage wich einer neuen, scharfen Energie. Die müden Seeleute wurden wieder zu den Raubtieren, die sie waren. Ihre Augen, die eben noch den Horizont nach Zeichen abgesucht hatten, suchten nun die Küste nach dem perfekten Landeplatz ab. Einer abgelegenen Bucht, einer Flussmündung, einem unbewachten Strand. Björn Eisenhand gab den Befehl, dem Ufer in sicherem Abstand nach Süden zu folgen. Sie mussten ihr Ziel finden: das reiche Kloster von St. Cuthbert an der Mündung des Flusses Tyne, von dem die Händler erzählt hatten. Der kunstvoll geschnitzte Drachenkopf wurde am Bug befestigt. Die Waffen wurden überprüft, die Klingen ein letztes Mal geschärft. Die Reise über das Meer war vorbei. Der Überfall stand unmittelbar bevor. Der Drache hatte die Küste Englands erreicht und war bereit, Feuer und Tod über das ahnungslose Land zu bringen. Die Erkundung
die Augen des Wolfes. Nachdem sie die Küste Englands erreicht hatten, verwandelte sich der Seedrache und seine Begleitschiffe von seetüchtigen Reisenden in lauernde Raubtiere. Björn Eisenhand, der seinen Ruf auf sorgfältiger Planung ebenso wie auf wilder Entschlossenheit aufgebaut hatte, würde niemals blind angreifen. Er ließ seine kleine Flotte an der Küste entlang nach Süden segeln, immer in Sichtweite des Landes, aber weit genug entfernt, um nicht von zufälligen Wachtposten entdeckt zu werden. Etwa eine halbe Tagesreise nördlich der Mündung des Flusses Tyne fand er, was er suchte: eine schmale, von Klippen und dichten Wäldern verdeckte Bucht. Hier war der perfekte Ort, um die Schiffe zu verbergen. Der geringe Tiefgang der Langschiffe erlaubte es ihnen, tief in die Bucht einzufahren, wo ihre niedrigen Profile von der See aus fast unsichtbar waren. Die Anker wurden leise herabgelassen. Unter dem Schutz der hereinbrechenden Dämmerung ließ Björn ein kleines Beiboot, eine Fähring, zu Wasser. Er wählte seine Männer sorgfältig aus: den alten Erik, dessen erfahrene Augen mehr sahen als die der meisten Jüngeren, und den jungen Leif, dessen scharfer Blick und schnelle Beine ihn zu einem idealen Späher machten. Zu dritt ruderten sie lautlos an der Küste entlang, ihre Ruderblätter in Lumpen gewickelt, um jedes verräterische Geräusch zu dämpfen. Sie landeten an einem verlassenen Strand und bewegten sich wie Schatten durch den Wald. Nach einer Stunde anstrengenden Marsches erreichten sie einen Hügel, der einen perfekten Blick auf ihr Ziel bot: das Kloster von St. Cuthbert. Der Anblick, der sich ihnen bot, ließ ihre Herzen höher schlagen. Es war genau so, wie die Händler es beschrieben hatten. Das Kloster war ein weitläufiger Komplex aus Steingebäuden, dominiert von einer Kirche mit einem hohen, schlanken Turm. Es war von einer niedrigen Steinmauer umgeben, die eher zur Abgrenzung als zur ernsthaften Verteidigung diente. In den umliegenden Feldern arbeiteten Mönche in braunen Kutten, ihre Köpfe gesenkt in friedlicher Arbeit. Eine Herde fetter Rinder graste auf einer nahegelegenen Weide. Es war ein Bild des Friedens, des Wohlstands und, für die Augen der Wikinger, der schockierenden Verwundbarkeit. Die ganze Nacht über lagen sie auf dem Hügel und beobachteten. Sie zählten die Mönche. Sie prägten sich die Position der Tore, der Scheunen und vor allem der Kirche ein, in der sie die größten Schätze vermuteten. Sie sahen keine Soldaten, nur eine Handvoll Laienbrüder, die vielleicht als Wachen dienten, aber kaum eine Bedrohung darstellten. Der Plan formte sich in Björns Kopf: einfach und brutal. Ein Angriff im Morgengrauen, wenn die Mönche zur ersten Messe versammelt und ihre Wachsamkeit am geringsten war. Die Landung. Leise wie der Nebel. Stunden vor der Morgendämmerung kehrten die Späher zu den Schiffen zurück. Björn versammelte seine Männer im fahlen Mondlicht und legte den Plan dar. Jedes Wort war klar, jede Anweisung präzise. Es gab keine großen Reden, nur die kalte Logik des Angriffs. Die Männer nickten. Sie wussten, was zu tun war. Die Flotte lichtete die Anker und wurde gerudert, nicht gesegelt. Die Männer zogen an den Riemen mit einer disziplinierten Stille, die im krassen Gegensatz zu der bevorstehenden Gewalt stand. Das einzige Geräusch war das leise Eintauchen der Ruderblätter ins schwarze Wasser. Als sie sich der Flussmündung näherten, legte sich der Küstennebel über sie, ein Geschenk der Götter, das ihre Ankunft verhüllte. Der Bug des Seedrachen schabte sanft auf den sandigen Boden des Flussufers, etwa eine Meile vom Kloster entfernt. Einer nach dem anderen stiegen die Männer aus dem Schiff. Ihre Füße landeten lautlos auf dem nassen Sand. Einige waren barfuß, andere hatten ihre Stiefel mit Stoff umwickelt. Sie bewegten sich schnell und geordnet, eine Phalanx aus dunklen Gestalten, bewaffnet mit dem Tod. Schilde wurden auf den Rücken geschnallt, Äxte und Schwerter in den Händen gehalten. Björn ging voran, sein damastiertes Schwert glänzte schwach im ersten fahlen Licht des anbrechenden Tages. Der Überfall, die Wut des Nordens. Der Angriff begann mit der plötzlichen, ohrenbetäubenden Explosion eines Kriegshorns. Das Geräusch zerriss die heilige Stille des Morgens und war das Signal.
Aus dem Nebel stürmten die Wikinger auf das Kloster zu. Für die Mönche von St. Cuthbert war es das Ende der Welt. Sie waren in der Kirche versammelt, ihre Stimmen erhoben sich im gregorianischen Gesang des Morgengebets. Plötzlich wurde die schwere Holztür der Kirche mit der Wucht eines Donnerschlags eingetreten. Im Portal standen bärtige, langhaarige Gestalten, deren Augen im flackernden Kerzenlicht wild funkelten. Ihr gellendes Kriegsschrei, eine Mischung aus den Namen ihrer Götter und reiner animalischer Wut, ließ das Blut in den Adern der Mönche gefrieren. Die Schlacht war ein Massaker. Die Mönche waren Männer des Gebets, nicht des Schwertes. Einige wenige Laienbrüder und Diener stellten sich den Angreifern mit landwirtschaftlichen Geräten entgegen, wurden aber von den kampferprobten Wikingern in Sekunden niedergemacht. Die Luft erfüllte sich mit Schreien des Schmerzes und der Angst, dem Geräusch von Stahl, der auf Knochen traf, und dem spöttischen Lachen der Nordmänner. Das Plündern. Ein kaltes Geschäft. Nachdem der kurze, brutale Widerstand gebrochen war, wich die heiße Wut des Kampfes einer kalten, systematischen Effizienz. Dies war der eigentliche Grund, warum sie gekommen waren. Der Überfall war ein Geschäft. Die Wikinger schwärmten durch den Komplex. Während einige die überlebenden, zitternden Mönche zusammentrieben, begannen andere mit der Plünderung. Sie wussten genau, wonach sie suchten. Sie ignorierten die einfachen Holzmöbel und das Tongeschirr. Ihre Augen waren auf Metall und Menschen gerichtet. Aus der Kirche rissen sie goldene Kruzifixe von den Wänden und silberne Leuchter von den Altären. Heilige Evangelienbücher, deren Wert für die Mönche unschätzbar war, wurden ihrer kostbaren, mit Edelsteinen besetzten Einbände beraubt. Die Pergamentseiten wurden verächtlich auf den Boden geworfen. Kelche, Patenen und Reliquienschreine. Alles, was aus Edelmetall bestand, wurde in große Ledersäcke gestopft. Gleichzeitig wurden die Überlebenden selektiert. Die jungen, starken Mönche und Laienbrüder waren die wertvollste Beute. Sie wurden grob aneinander gefesselt und als Thralls, Sklaven, markiert, die auf den Märkten von Dublin oder Haithabu einen hohen Preis erzielen würden. Die Alten und Schwachen wurden entweder ignoriert oder mit einem schnellen Axthieb getötet, um keine Zeugen zu hinterlassen. Aus den Vorratskammern und Scheunen wurden Säcke mit Korn, geräuchertes Fleisch und Fässer mit Aale und Wein geholt. Auch die Rinder von der Weide wurden zusammengetrieben. Alles von Wert wurde systematisch zum Flussufer geschleppt, wo die Schiffe warteten. Das Feuer, die Botschaft des Schreckens. Als die Schiffe bis zum Rand mit Beute und Gefangenen beladen waren, gab Björn Eisenhand den letzten Befehl. Es war ein Befehl, der nicht aus Notwendigkeit, sondern aus reiner Psychologie geboren wurde. »Brennt es nieder«, sagte er mit ruhiger Stimme. Die Männer zögerten nicht. Mit Fackeln, die sie an den Kerzen des Altars entzündet hatten, setzten sie die hölzernen Dächer der Schlafsäle, der Bibliothek und schließlich der Kirche selbst in Brand. Das trockene Holz und das Stroh der Dächer fingen sofort Feuer. Das Feuer diente mehreren Zwecken. Es schuf Chaos und Verwirrung, was ihren Rückzug deckte. Es vernichtete einen Ort, der ein Zentrum des Lernens und der Macht ihrer Feinde war. Aber vor allem war es eine Botschaft. Der Anblick eines brennenden Klosters, einer weithin sichtbaren Rauchsäule, die kilometerweit ins Landesinnere zu sehen war, würde Terror in die Herzen der Angelsachsen säen. Die Geschichten von diesem Überfall würden sich wie ein Lauffeuer verbreiten, übertrieben und ausgeschmückt, bis der bloße Name der Wikinger ausreichte, um Panik auszulösen. Der Rückzug. Verschwinden im Meer. Während die Flammen in den dämmernden Himmel schlugen, bestiegen die Wikinger ihre Schiffe. Die Rümpfe lagen nun tief im Wasser, schwer von der Last des Silbers, der Vorräte und der menschlichen Verzweiflung. Die Männer nahmen ihre Plätze an den Rudern ein und stießen sich vom Ufer ab. Für jeden, der den Angriff überlebt und sich in den Wäldern versteckt hatte, muss der letzte Anblick ein Bild aus einem Albtraum gewesen sein.
Die Drachenschiffe glitten lautlos den Fluss hinab. Ihre Silhouetten tanzten vor dem Hintergrund ihres brennenden Heiligtums. Sie waren aus dem Nichts aufgetaucht, wie Dämonen aus dem Nebel, und nun verschwanden sie wieder im Meer, als hätte es sie nie gegeben. Zurück ließen sie nur die rauchenden Ruinen, die stillen Leichen und eine Geschichte des Schreckens, die noch Generationen später am Kaminfeuer erzählt werden würde. Der Überfall war erfolgreich gewesen. Die gefährliche Reise nach Hause, der Ruhm und die Aufteilung der Beute lagen noch vor ihnen. Die Flucht aufs offene Meer, ein Wettlauf mit der Rache, mit dem Geruch von brennendem Weihrauch und dem Echo der Todesschreie in ihren Ohren ruderten die Männer des Seedrachen und seiner Begleitschiffe flussabwärts, weg von dem rauchenden Leuchtfeuer, das einst das Kloster von St. Cuthbert gewesen war. Die anfängliche Raserei des Kampfes war einer angespannten, wachsamen Eile gewichen. Jeder wusste, dass die schwarze Rauchsäule, die sich in den Morgenhimmel schraubte, ein unübersehbares Signal war. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ein lokaler Tegen, ein angelsächsischer Adliger, seinen Fürth, die lokale Miliz, versammeln und die Verfolgung aufnehmen würde. Ihre Schiffe, die auf dem Hinweg leicht und schnell auf den Wellen getanzt hatten, waren nun schwerfällig und tief beladen. Säcke mit Silber und Gold, Kisten mit gestohlenen Vorräten und die zusammengepferchte, verängstigte Gruppe der gefangenen Mönche drückten die Rümpfe tief ins Wasser. Jeder Mann an Bord war nun nicht nur ein Krieger, sondern auch ein Wächter seines zukünftigen Reichtums. Die Augen musterten nicht mehr nur den Horizont nach fernen Küsten, sondern auch die Flussufer nach Anzeichen einer drohenden Verfolgung. Unter den Gefangenen herrschte pures Entsetzen. Die Mönche, deren Leben von Gebet und stiller Kontemplation bestimmt gewesen war, waren in eine heidnische Hölle auf See gestoßen worden. Zusammengekauert im Bauch des Schiffes wurden sie von der Seekrankheit und der schieren Furcht geschüttelt. Für die Wikinger waren sie jedoch weniger Menschen als vielmehr wertvolle Fracht. Man sorgte dafür, dass sie nicht starben. Ein toter Sklave war wertlos, aber ihre Klagen und Gebete wurden mit kalter Gleichgültigkeit ignoriert. Endlich erreichten sie die offene See. Die Segel wurden gehisst und der Wind, der ihnen auf dem Hinweg noch als Freund erschienen war, wurde nun zu ihrem Retter. Er trieb die schweren Schiffe schnell hinaus auf das graue Wasser der Nordsee und ließ die Küste Englands zu einem schmalen Streifen am Horizont schrumpfen, bevor sie ganz verschwand. Die Heimreise, das Wachen über die Beute. Die Atmosphäre an Bord wandelte sich erneut. Die angespannte Konzentration der Flucht wich einer Mischung aus ausgelassener Freude und tiefer Erschöpfung. Die Fässer mit dem gestohlenen Messwein wurden geöffnet und bald hallten raue Gesänge und prahlerische Erzählungen über die Wellen. Jedermann durchlebte die Schlacht erneut in seinen Worten, schmückte seine eigenen Taten aus und lachte über die Feigheit der Mönche. Doch auch diese Reise war voller Gefahren. Björn Eisenhand wusste, dass der Triumph erst dann vollkommen war, wenn die Beute sicher zu Hause war. Die unberechenbare Nordsee konnte ihnen in einem einzigen Sturm alles nehmen, was sie gewonnen hatten. Und dann war da die Gier. Solange die Beute ungeteilt war, war sie eine Quelle potenzieller Konflikte. Ein unbedachtes Wort, ein Streit darüber, wer den größten Kelch erbeutet hatte, konnte schnell zu Messern führen. Hier zeigte sich Björns wahre Führungsstärke. Er duldete die Feierlichkeiten, aber er hielt die Disziplin aufrecht. Er setzte Wachen ein, nicht nur gegen Gefahren von außen, sondern auch, um über die angehäufte Beute zu wachen. Er beendete Streitigkeiten mit einem einzigen, eisigen Blick oder einem leisen, aber unmissverständlichen Befehl. Sein Wort war Gesetz, gestützt auf den Respekt, den er sich in zahllosen Schlachten verdient hatte. Die Navigation nach Hause war eine noch größere Herausforderung als auf dem Hinweg. Sie mussten nicht nur irgendeinen Teil der norwegischen Küste finden, sondern den genauen, schmalen Eingang zu ihrem Heimatfjord. Tagelang folgten sie dem Kurs der Sonne und der Sterne. Ihre Instinkte und ihr überliefertes Wissen waren ihre einzigen Führer. Die Männer vertrauten Björn blind. Er hatte sie sicher nach England
und durch den Reichtum des Klosters geführt. Er würde sie auch sicher nach Hause bringen. Die Ankunft: Der Drache kehrt heim, nach fast einer Woche auf See, als die Vorräte an frischem Wasser zur Neige gingen und die Euphorie einer salzverkrusteten Müdigkeit gewichen war, rief der Ausguck erneut. Aber diesmal war es kein fremdes Land. Es waren die vertrauten, gezackten Gipfel der Berge, die ihren Fjord umgaben. Heimat. Ein Schrei der Erleichterung und des Triumphs ging durch die Mannschaft. Als die Schiffe in die ruhigen, geschützten Gewässer des Fjords einliefen, sahen sie die Gestalten ihrer Familien, die am Ufer warteten. Die Nachricht von ihrer Rückkehr hatte sich wie ein Lauffeuer im Dorf verbreitet. Die Frauen, Kinder und Alten, die wochenlang in Ungewissheit gelebt hatten, sahen nun, wie die Schiffe tief im Wasser lagen. Ein untrügliches Zeichen für einen erfolgreichen Raubzug. Jubelschreie hallten von den Klippen wider und begrüßten die Heimkehrer. Das Anlegen war ein Moment reinen Triumphs. Die Männer sprangen an Land, umarmten ihre Frauen und hoben ihre Kinder in die Luft. Dann begann das Entladen. Jeder an Land half mit. Die schweren Säcke mit Silber und Gold wurden an Land getragen. Ihr metallisches Klirren war die süßeste Musik in den Ohren der Dorfbewohner. Die gefangenen Mönche wurden von Bord geführt, blinzelten im ungewohnten Licht des Nordens und starrten mit angsterfüllten Augen auf die bärtigen Männer und fremdartigen Frauen, die nun ihre Herren waren. Sie waren eine Sensation, ein lebender Beweis für die ferne und reiche Welt, die ihre Eroberer heimgesucht hatten. Die Verteilung der Beute. Das Gesetz der Axt. Am nächsten Tag fand der wichtigste Teil des gesamten Unternehmens statt, die Verteilung der Beute. Dies war kein chaotisches Handgemenge, sondern ein streng geregelter, öffentlicher Akt, der die soziale Ordnung der Gemeinschaft bestätigte und festigte. Die gesamte Beute wurde auf einem großen Tuch vor Björns Langhaus ausgebreitet. Ein Berg aus glänzendem Silber, Gold, kostbaren Stoffen und den zitternden Sklaven. Björn Eisenhand, als Anführer der Expedition und Eigner des größten Schiffes, stand vor dem Schatz. Nach altem Brauch erhielt der Anführer einen festen, großen Anteil. Björn nahm ein Viertel des gesamten Schatzes für sich, ein Recht, das niemand in Frage stellte. Ein weiterer Anteil wurde für die Eigner der beiden kleineren Schiffe beiseite gelegt. Der verbleibende Rest, der immer noch ein immenser Reichtum war, wurde in exakt gleich große Anteile, die Hluti, aufgeteilt. Jeder freie Mann, der auf der Fahrt gerudert und in der Schlacht gekämpft hatte Anspruch auf einen vollen Anteil. Erfahrene Krieger oder solche, die sich durch besondere Tapferkeit ausgezeichnet hatten, wie der junge Leif, der das Land zuerst gesichtet hatte, erhielten von Björn einen zusätzlichen Bonus. Ein besonders schönes Schwert, einen silbernen Armreif oder einen zusätzlichen halben Anteil. Der Prozess war transparent. Das Silber wurde gewogen, um absolute Fairness zu gewährleisten. Die Sklaven wurden nach Alter, Stärke und Fähigkeiten bewertet und den Anteilen zugewiesen. Björn überwachte die Verteilung persönlich, sein Wort war endgültig und beendete jede aufkeimende Diskussion. Die Männer kamen einer nach dem anderen nach vorne und nahmen ihren Anteil entgegen. Für viele von ihnen veränderte dieser Moment ihr Leben. Ein junger Mann ohne Land besaß nun genug Silber, um einen eigenen Hof zu kaufen und eine Familie zu gründen. Ein Bauer konnte den nächsten harten Winter ohne Sorgen überstehen. Ein Krieger konnte seine Ausrüstung verbessern und von einem besseren Kettenhemd oder einem neuen Helm träumen. Der Reichtum, der aus einer einzigen brutalen Nacht in England stammte, floss in die Adern der gesamten Gemeinschaft. Epilog: Der Kreislauf des Lebens und des Stahls. Am Abend veranstaltete Björn in seinem Langhaus ein gewaltiges Fest. Das gestohlene Bier und der Wein flossen in Strömen. Gebratenes Fleisch wurde aufgetragen. Die Männer, nun reich und stolz, trugen ihre neuen Armreife und prahlten mit ihren Taten. Ein Skalde, ein Dichter und Sänger, stimmte ein neues Lied an. Eine improvisierte Saga über Björn Eisenhand und die Zerstörung von St. Cuthbert, über den Mut der Männer und den Glanz des Silbers.
Der Überfall war mehr als nur eine Bereicherung. Er hatte Björns Status als mächtiger und erfolgreicher Jarl zementiert. Er hatte die Loyalität seiner Männer gesichert und neue Krieger angezogen, die nun unter einem so glückverheißenen Anführer segeln wollten. Der Reichtum würde investiert werden in ein neues, größeres Schiff, in bessere Waffen, in Allianzen mit anderen Häuptlingen. So schloss sich der Kreis. Der Hunger des Winters hatte den Wunsch nach Reichtum geweckt. Der Wunsch nach Reichtum hatte den Überfall geboren. Der Überfall hatte Reichtum und Ruhm gebracht. Und dieser Reichtum würde den nächsten Überfall finanzieren. Dies war der Motor, der das Zeitalter der Wikinger antrieb, der Kreislauf, der ihre Drachenschiffe an die Küsten der gesamten bekannten Welt trug. Der Seedrache würde den kommenden Winter über sicher in seinem Haus am Fjord schlafen. Aber mit dem Schmelzen des Schnees im nächsten Frühling würde er wieder erwachen, und sein Durst nach Silber und Abenteuer wäre größer denn je.